Mit 21 war Simone de Beauvoir die jüngste Person, die je an der angesehensten Universität Frankreichs die Philosophieprüfung ablegte. Sie bestand sie mit Bravour. Aber sobald sie die Regeln der Philosophie beherrschte, wollte sie brechen. Sie war in Platons Ideenlehre unterrichtet worden, die die physische Welt als fehlerhaftes Abbild höherer Wahrheiten und unveränderlicher Ideale abtat. Doch für de Beauvoir war das irdische Leben fesselnd, sinnlich und alles andere als statisch. Ihr Wunsch, die physische Welt in ihrer ganzen Fülle zu erforschen, sollte ihr Leben prägen und sie zu einer radikalen neuen Philosophie inspirieren. In endlosen Debatten mit ihrem romantischen und intellektuellen Partner Jean-Paul Sartre erforschte de Beauvoir den freien Willen, das Verlangen, Rechte und Pflichten und den Wert persönlicher Erfahrungen. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mündeten diese Ideen in der Denkschule, die am engsten mit ihrem Werk verbunden wird, dem Existenzialismus. Im Gegensatz zu den jüdisch-christlichen Vorstellungen, dass der Mensch mit einer Bestimmung geboren wird, schlugen de Beauvoir und Sartre eine revolutionäre Alternative vor. Die Ansicht, dass der Mensch frei geboren und ohne göttlichen Plan in die Existenz geworfen wird. Wie de Beauvoir feststellte, ist diese Freiheit Segen und Last zugleich. In die Ethik der Ambiguität proklamierte sie, dass es unser größtes ethisches Gebot sei, sich seinen Lebenssinn zu erschaffen und zugleich die Freiheit der anderen zu schützen, dasselbe zu tun. So schrieb de Beauvoir: Eine Freiheit, die nur daran interessiert ist, Freiheit zu verweigern, muss verweigert werden. Diese Philosophie fordert dazu heraus, sich mit den Zweideutigkeiten und Konflikten auseinanderzusetzen, die unsere Wünsche innerlich und äußerlich auslösen. Auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung fragte sich de Beauvoir: Wenn jeder Mensch es verdient, frei nach Sinn zu streben, warum wird sie dann durch die gesellschaftlichen Ideale der Weiblichkeit eingeschränkt? Trotz ihrer Tätigkeit als Autorin, Dozentin und Aktivistin wurde de Beauvoir von ihren männlichen Kollegen kaum ernst genommen. Sie lehnte ihre katholische Erziehung und Heiratserwartungen ab, um zu studieren und Memoiren, Romane und philosophische Werke zu schreiben. Doch die Risiken, die sie damit einging, waren vielen männlichen Kollegen, die diese Freiheiten als selbstverständlich ansahen, nicht bewusst. Sie zeigten kein Interesse an de Beauvoirs Werk, das vom Seelenleben der Frauen sowie der offenen Beziehung und der Bisexualität der Autorin handelte. Um die Bedeutung ihrer Sichtweise zu verdeutlichen, wagte sich de Beauvoir an ihr bisher anspruchsvollstes Buch. So, wie sie die Grundlagen des Existenzialismus geschaffen hatte, sollte sie nun die Grenzen der Geschlechter neu definieren. In Das zweite Geschlecht von 1949 vertritt sie die Ansicht, dass auch das Geschlecht nicht vorbestimmt ist. Berühmt ist de Beauvoirs Aussage, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern zur Frau wird. Und eine Frau zu werden bedeutet, die andere zu werden. De Beauvoir definierte Othering als den Vorgang, bei dem Frauen als weniger wert eingestuft werden als Männer, die historisch als menschliches Ideal definiert wurden. Als das andere, so argumentierte sie, wurden Frauen den Männern untergeordnet und daher systematisch daran gehindert, nach Freiheit zu streben. Das zweite Geschlecht wurde zu einem bedeutenden feministischen Werk mit seiner detaillierten Geschichte der Frauenunterdrückung und zahlreichen anekdotischen Zeugnissen. Die Kombination aus persönlicher Erfahrung und philosophischer Intervention lieferte eine neue Sprache für die Diskussion feministischer Theorie. Auch heute noch werden solche Debatten von de Beauvoirs beharren darauf, dass es im Streben nach Gleichberechtigung keine Trennung zwischen Philosophie und Leben gibt, geprägt. Wie bei jedem fundamentalen Werk wurden seit der Veröffentlichung auch die Ideen in das zweite Geschlecht vertieft. Viele moderne Denker haben weitere Formen von Othering erforscht, die de Beauvoir nicht erwähnte. Dazu gehören ethnische und wirtschaftliche Identitäten sowie das heute bekannte breite Spektrum an geschlechtlichen und sexuellen Identitäten. De Beauvoirs Erbe wird durch Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens seitens 2 ihrer Studentinnen belastet. Angesichts dieser Anschuldigungen wurde ihr die Lehrbefugnis wegen Missbrauchs ihrer Position entzogen. In diesem und anderen Punkten bleibt de Beauvoirs Leben umstritten und ihr Werk stellt einen kontroversen Moment in der Entstehung des frühen Feminismus dar. Sie beteiligte sich zeitlebens an diesen Diskussionen und schrieb bis zu ihrem Tod 1986 Romane, philosophische Texte und Memoiren. Heute bietet ihr Werk eine philosophische Sprache, die neu erdacht, überarbeitet und kritisiert werden kann. Eine Reaktion, die diese revolutionäre Denkerin wohl begrüßt hätte. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird.
Bleib neugierig, bleib informiert.